Hallo Freunde der Aquaristik. Als ihr den Titel gelesen habt, habt ihr bestimmt gedacht, der Junge spinnt. Weil es heißt ja eigentlich, mit Sauerstoff treibt man CO2 aus. Das ist allerdings nur dann richtig, wenn das Aquarium mit CO2 gedüngt wird. Sehr viele Aquarianer betreiben ihre Aquarien allerdings ohne CO2-Zufuhr. Das bedeutet jedoch, dass das CO2 schnell in Mangel gerät. Ein natürliches Gewässer, das also relativ schwach bepflanzt ist, wie eigentlich fast alle natürlichen Gewässer, haben einen CO2-Gehalt von ungefähr 6 bis 6,5 Milligramm pro Liter. Der bei der Wassermenge, die dahinter steht, also durchaus reicht. So haben die Pflanzen also ständig CO2 zur Verfügung, ohne dass dieser in Mangel gerät. Wenn ich jetzt allerdings mein Aquarium zu Hause mit sehr vielen Pflanzen bestücke und gebe kein CO2 hinzu, steht auch keine entsprechende Wassermenge dahinter. Das heißt also, die CO2-Menge, die im Wasser gelöst ist, wird eben sehr schnell verbraucht. So, was hat das denn jetzt mit dem CO2-Antrag durch Luftsauerstoff zu tun? Man muss also davon ausgehen, dass also der Luftsauerstoff einen relativ gesehen höheren Anteil an CO2 besitzt als das Aquarium. Das bedeutet also, dass man über eine große Wasseroberfläche bzw. durch Vergrößerung der Wasseroberfläche durch Luftblasen das in der Luft gelöste CO2 im Aquarium einwaschen kann. Also somit ist es absolut richtig, wenn man sagt, mit Luftsauerstoff, mit einem Ausströmerstein bringe ich CO2 ins Aquarium. Letztendlich geht es darum, eben wie schon gesagt, die Wasseroberfläche deutlich zu vergrößern, dass also das CO2 aus der Umgebungsluft ins Aquarium eingewaschen wird, beziehungsweise eindiffundieren kann, damit also die Pflanzen wieder etwas mehr CO2 zur Verfügung haben. Und das, wie gesagt, erreicht man durch eine Luftzufuhr über Ausströmersteine. Selbstverständlich ist das nicht vergleichbar mit dem CO2-Antrag durch eine CO2-Anlage. Aber es kann durchaus dafür sorgen, dass die Aquarienpflanzen in Aquarien, die nicht mit CO2 versorgt werden, dass die einfach eine bessere CO2-Versorgung haben und damit etwas besser wachsen. Ich bin zwar nach wie vor der Meinung, dass ein Aquarium, das schwerpunktmäßig in Richtung Wasserpflanzen orientiert ist, dass das eigentlich grundsätzlich eine zusätzliche CO2-Versorgung benötigt. Aber für diejenigen Aquarianer, die also generell keine CO2-Anlage verwenden wollen, wäre das eine Möglichkeit, die CO2-Versorgung im Aquarium schlichtweg zu verbessern. Also um es nochmal ganz klar zu sagen, bei Aquarien, die nicht mit CO2 versorgt werden, also nicht zusätzlich mit CO2 versorgt werden, trifft es nicht zu, dass Sauerstoffsteine, also Ausströmersteine, CO2 austreiben, weil es ist weniger da, als durch die Luft ins Aquarium eindiffundiert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch zu den Aquarianern gehört, die grundsätzlich keine CO2-Anlage ans Aquarium anbringen möchten. Vielen Dank für euer Interesse.